Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flyfi Universe Video. Heute zeige ich euch alle meine Charakter. Das ist eine Frage, die auch sehr häufig gestellt wird. Wie viele Chars habe ich eigentlich? Was für Chars habe ich und so weiter. Und da ja durch den neuesten FEC wieder ein paar dazugekommen sind, dachte ich mir, kann man wieder eine geupdatete Version davon starten. Und ich will eigentlich gar nicht zu sehr aufs Equipment eingehen. Eigentlich wirklich einfach nur die Klassen, die Level und so weiter zeigen. Aber ja, mein Gott, wir kommen nicht drum rum. Also, wer verschwendet, schätze ich mal, wenn ich es nicht zeigen würde. Aber was ich tatsächlich sagen kann zum Equipment ist, dass sich eigentlich equipment-technisch seit Juni gar nichts mehr geändert hat. Und im Juni war es eigentlich auch nur Upgrades, also zum Beispiel Ultimate-Schmuck verbessert, den ich aber sowieso schon hatte, zum Teil. Und das heißt, eigentlich kann man wirklich sagen, ich habe seit sehr langer Zeit gar nichts mehr wirklich an meinem Equipment verändert. Also eigentlich fast das gesamte Jahr 2024. Sehr, sehr wenig, kann man sagen. Also wirklich nur Schmuck. Es begrenzt sich fast nur auf Schmuck. Schmuck verbessert oder neuen Schmuck geholt. Das war eigentlich das Einzige, was ich 2024 gemacht habe, equipment-technisch. Lustigerweise. Und ja, entsprechend gibt es da jetzt auch gar nicht so viel zu zeigen. Aber egal. Das hier ist das FEC-Equipment vom ersten FEC-Server. Damit spiele ich auch noch. Damit erreiche ich auch 200% Cast-Time mit meinem Elementor. Entsprechend reicht mir das eigentlich auch. Also ich finde, damit kann man sehr gut spielen, auch ohne Herne-Stuff. Konnte ich damit meiner Meinung nach sehr gut spielen. 10 Karten, A-Karten sind drin. Und Poison Cloud 15 ist jetzt nicht so gut. Das war damals First Try tatsächlich. Sowas rerollt man ja eigentlich nicht. 28% ATK auf dem Kinox-Set. 10% segengebundenes CS-Set. Sehr geil. Und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Hier ist es noch der FEC-Schmuck, der alte. Da wurden wir damals ein bisschen reingebaitet. Deswegen war ich auch mit dem ersten FEC-Server sehr unzufrieden am Ende, weil dann ja einfach komplett anderer Schmuck released wurde. Also nicht nur mit anderen Effekten oder ohne Set-Effekt oder Pipapo, sondern wirklich komplett neuer Schmuck wurde einfach released, wodurch dieser Schmuck hier komplett nutzlos geworden ist. Ja, das war ein ziemlicher Schlag in die Fresse, kann man auf jeden Fall sagen. Bin ich ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, immer noch ein bisschen sauer drüber. Aber egal. Genau. Und dann sind wir jetzt hier auf meinen sogenannten Burodeng-Chars. Also ich habe ich habe meine Chars in 3 Gruppen eingeteilt. Das hier sind meine Burodeng-Chars. Warum nenne ich sie Burodeng-Chars? Damit kann jetzt natürlich jemand, der random irgendwie einen Stream schaut oder so oder ein Video sieht, kann jetzt natürlich damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Aber ich nenne sie Burodeng-Chars, weil sie alle auf Burodeng erstellt und hochgelevelt wurden. Alle meine anderen Chars sind vom FEC-Server tatsächlich. Und, also gut, es gibt noch 2 weitere, die hier auch theoretisch dazugehören. Aber die meisten anderen Chars sind eben vom ersten FEC und vom zweiten FEC. Und deswegen, ja, unterscheide ich das halt einfach so. Warum, ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Aber ich habe die halt einfach in so Gruppen, sage ich mal in Anführungszeichen, die machen immer alles zusammen. Und deswegen diese Unterscheidung. Genau, das ist jetzt auch was vom ersten FEC-Server. Account-gebundener ALG-Stick, plus 0, Int plus 2, 40 Int gesockelt. Nichts Besonderes, einfach nur zum Buffen. Dann hier tatsächlich ein Adept-Ring plus 4 mit 23 Upgrade-Tries. Das ist eben von dem, was ich gerade erwähnt habe, von dem Doppel-Upgrade-Event im Juni. Das letzte Mal, wo ich wirklich Equipment verbessert oder geupgradet habe in irgendeiner Form. Hier Indirect plus 2, den habe ich tatsächlich selber gedroppt. Auf Burodeng. 16% HP-Rate auf dem goldenen Kainos-Set von eben auch FEC 1. Auch hier ein segengebundenes CS-Set tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass der auch eins hat. Genau. Sonst gibt es eigentlich nichts wirklich, was man noch erwähnen kann. Dann mein Blade hat gerade sein Equipment nicht, aber ist egal. Ich habe insgesamt 3 Blades. Die teilen sich natürlich alle das gleiche Equipment. Das heißt, hier gibt es jetzt gerade eigentlich nichts wirklich Erwähnenswertes, außer 159er Blade, der kurz vor 160 steht. Dann Billposter, auch hier FEC 1 Equipment. Auch eigentlich, ja, wie gesagt, erster FEC, das, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich im Rückwirkend dazu sagen soll. Also mittlerweile stört es mich nicht mehr ganz so sehr. Also das mit dem Schmuck stört mich immer noch. Das mit dem Equipment, muss ich ganz klar sagen, das war einfach mein Fehler in Anführungszeichen. Oder was heißt Fehler, aber es war ja eigentlich absehbar, dass ein zweiter FEC wahrscheinlich kommen wird. Oder es war nicht unwahrscheinlich, dass sowas nochmal vielleicht kommen wird und dann halt wieder besseres Equipment kommt und so. Und dieses Equipment halt sehr schnell an Relevanz verlieren wird. Und so war es ja dann auch. Und rückblickend betrachtet war es schon ziemlich dämlich dafür. Also ich hätte mir einfach tausende Products mit drüber nehmen können auf Burodeng und damit ungebundenes Equipment upgraden können, als dieses Equipment. Weil ich habe es eigentlich nie wirklich benutzt hier. Ich meine, man sieht es, da ist nicht mal ein Element drauf. 4 Sockel ohne Karten.
Ein Set mit 16% ATK. Und gut, der Schmuck ist vollkommen irrelevant. Auch hier seelengebundenes 10% Set vom Second Anniversary. Aber ja, man sieht es einfach, dass es erstes FEC-Equipment, das ich nie wirklich benutzt habe. Auch mein Psy hat seelengebundenes CS-Set, nice. Also schon 3 von 4 Chars tatsächlich. Nee, Schwachsinn. 4 von 5 Chars, die wir uns bis jetzt angeguckt haben. Damn. Doch gar nicht so schlechte Ausbeute gehabt. Ich hatte es irgendwie schlechter in Erinnerung, aber ich glaube, die schlechten Chars, die kommen dann noch. Jedenfalls, der hat auch so ein Möchtegern-Equipment. Das habe ich mir mal gemacht, weil ich mal Hit-and-Run-Psy ausprobieren wollte. Deswegen hier auch Psychic Square plus 15. Auch 5 Sockel in dem Wand, ohne irgendwas damit zu machen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich beim Doppel-Upgrade im Juni gemacht. Hab da dann noch ein paar Products übrig gehabt und hab mir einfach gedacht, scheiß drauf, ich baller das einfach in irgendwelche random ungebundenen Bloody-Waffen. Deswegen haben, glaube ich, manche Sachen jetzt hier Sockel, aber keine Karten. Ja, Twilight Set plus 8 mit 28%. Auch ein massiver Fehler. Ich habe den Psy halt legit so 10 Stunden gespielt oder so. Aber damals halt 4 Lightning 7 Karten in die Suit geballert und auch massive Fehler gemacht. In Char basically niemals gespielt. Und tatsächlich relativ viel investiert für das Equipment. Dann nächster Char, der wieder auch tatsächlich seelengebundenes CS hat. Damn, von meinen Bodenk-Chars 5 von 6. Das ist ja geisteskrank. Ja, das sind einfach Lucky Chars, I guess. Ja, das gleiche wie beim Bildposter, fast, bis auf das Element. Der Char hier hat tatsächlich noch Wasser plus 8 auf dem Jojo. Aber auch hier 0 von 6, also random Sockel ohne Karten. Plus 10 STR plus 1. Und auch hier Set mit 16% ATK. Beides vom FEC 1. Eigentlich gute Sachen damals gewesen, gute Waffen, wie auch immer. Aber halt nie wirklich benutzt und entsprechend, ja, irgendwie nicht wirklich sich gelohnt, das zu holen. Und das waren jetzt tatsächlich meine, also das sind meine 6 Bodenk-Chars, die ich quasi nutze. Dann habe ich jetzt noch 2x8 andere Chars, auf die wechseln wir gleich. Und ich habe aber noch 2 einzelne andere Chars, von denen ich zumindest einen tatsächlich auch aktiv täglich spiele. Und ich würde sagen, die machen wir als nächstes. Ja, dann eben einer von diesen beiden Bodenk-Chars, die ich nicht wirklich benutze. Beziehungsweise, Moment, das ist der eine von den beiden Bodenk-Chars, den ich nicht benutze, den anderen benutze ich. Sowas gemeint. Und ja, der hat eigentlich auch ein relativ solides Equipment. Wenn er nicht Level 125 wäre, sondern Level 75, dann wäre das Equipment relativ solide. Ist ein Vapon-Set plus 6/7, also effektiv plus 6, mit 16% HP, 23% Power Stomp AG Big Axe, Erde plus 8, das bringt nichts. Keine Ahnung, warum das immer Leute drauf machen, wenn es überhaupt nichts bringt. Und ja, man sieht es hier, Stand plus 8, Speedo plus 2, Stand plus 7. Ja, einfach random zusammengewürfelter Schmuck, mit dem man halt ganz gut AOEen kann. Hat auch wirklich sehr gut funktioniert, so bis ungefähr Level 120. Genau, und ja, keine Ahnung, ich habe irgendwann einfach, also ich habe mit dem immer Tower Dailies gemacht und den auch ab und zu so ein bisschen gespielt, aber irgendwann habe ich mir so gedacht, naja, was will ich mit einem einzelnen Knight? Ich bin kein großer AOE-Knight-Fan. AOE-Knight wird immer schwieriger, je höher man wird gefühlt. Ansprüche ans Equipment werden immer krasser. Und ja, keine Ahnung, irgendwann habe ich den einfach quasi in die Rente geschickt und ja, jetzt gammelt er hier vor sich hin. Der hat auch tonnenweise Power-Ups, hier 139 Upcut Stones, über 100 Amplis und so weiter. Aber ja, wie gesagt, was will ich mit einem Char, den ich nicht wirklich nutze? Heißt nicht, dass ich ihn niemals nutzen werde oder so. Ich habe ihn halt als Backup. Aber momentan, ich logge ihn nicht mal ein für Dailies oder für Battle Pass oder so. Ich lasse den wirklich vergammeln, weil ja, mir dann tatsächlich die Zeit auch ein bisschen zu schade dafür ist. Selbst für so Kleinigkeiten, weil ich, wie gesagt, nicht vorhabe, ihn irgendwann mal zu spielen. Außerdem hat er so viele Power-Ups. Also sollte ich ihn mal spielen wollen, ist er sowieso ausgestattet. Und das ist in den letzten knapp 1,5 Jahren nicht ein einziges Mal passiert. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 1,5 Jahren passieren. Dann kommen wir zu dem letzten Bodenk-Char. Also man merkt, ich habe auch 8 Bodenk-Chars. Aber warum kann ich die nicht zusammenspielen? Liegt daran, dass Blade 44444, dieser Ranger und der Knight, den wir gerade hatten, alle 3 auf dem gleichen Account sind. Ja, einer der schlimmsten Fehler, die ich jemals begangen hatte im Spiel. Kann ich aber nicht mehr ändern, rückblickend. Trotzdem war das hier mein allererster Char, deswegen habe ich hier so eine kleine Ausnahmeregelung für mich selbst. Also eigentlich ergibt es nicht wirklich viel Sinn, einen Char solo in irgendeiner Form zu spielen. Also meiner Meinung nach zumindest. Oder nach meinem persönlichen Konzept, so wie ich halt dieses Spiel spiele, macht das eigentlich wenig Sinn. Würde ich auch selber jedem sagen, dass ich das nicht für sinnvoll halte. Sage ich auch immer wieder, wenn mich jemand fragt. Ich sage es jetzt gerade, sage ich es auch wieder.
Aber es ist halt, wie gesagt, einfach mein allererster Charakter gewesen, mein Main-Character so ein bisschen. Und obwohl er das mittlerweile zwar technisch gesehen wohl nicht mehr wirklich ist, weil Main-Character heißt ja eigentlich, dass man spielt auch und so. Und das mache ich eigentlich, abgesehen von Tower Dailies, nicht wirklich. Oh, okay, ich habe gegeekt mit ihr. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht. Aber ja, trotzdem hat sie auch mit eines der besten Equipments hier. Eines der wenigen 150er-Sets, die ich habe. Aber halt nur das PvE-Set mit auch sehr guten Stats. 2x Dex plus 4, 2x Dex plus 3. Da habe ich extrem reingelackt mit 28% ATK. Und Feuer plus 6 momentan. Wegen Giant Naga und Kingster war das. Dann trägt sie gerade mein Blade-Schmuck. Das ist ein komplettes Champion-Set plus 5. Abgesehen von der Necklace, die ist clean. Auch das habe ich dem Doppel-Upgrade-Event im Juni zu verdanken. Da habe ich meine ganzen seelengebundenen Oris reingeballert in den Schmuck. Auch eigentlich ziemlich dämlich. Hätte ich damals verkaufen sollen für was weiß ich wie viel Milliarde. Soweit ich weiß, ist der Schmuck deutlich günstiger geworden. Also auch hier wieder eine schlechte Entscheidung getroffen, I guess. Aber naja, was will man machen? Bloody Bow plus 10, Dex plus 2, Feuer plus 10, 19 Flame Arrow, 10 kritischer Schaden. Nichts Besonderes, aber taugt. Kann man gut was mit anstellen mit so einem Bloody Bow. 10% Speedset, ganz brandneu vom Halloween-Event, sehengebunden. Und ja, das war's eigentlich. Gut, hier habe ich noch meine beiden Pets, meine guten 1, 2, 3, 4, 5. 3, 24 CD Krabbe, also perfekt bis B-Level. Und ja, so ein random HP-Pad mit knapp 3000 HP, die ich eben auch zum Leveln und zum Giegen benutzt habe. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon im Kapitel FWC angekommen, denn wir haben hier die erste FEC-Gang und die erkennt man ganz gut daran, dass die alle grüner irgendwas heißen, außer Ranger, RM und Elle. Warum? Fragt mich nicht. Den Ranger kann ich tatsächlich noch umbenennen. Die hat, glaube ich, noch einen Name-Change. Beim RM habe ich das Name-Change benutzt. Und, ja, keine Ahnung. Beim RM wollte ich aus irgendeinem Grund einen anderen Namen haben. Kann ich mir exakt nicht mehr ganz erinnern, warum. Ist einfach passiert. Jedenfalls, grundsätzlich sind das die grünen Chars. Das ist FEC 1 quasi. Und equipment-technisch haben wir das meiste schon gesehen, weil das Equipment ist ja account-gebunden. Deswegen kann ich das auch auf meine Bodenk-Chars rübertauschen. Er hier hat jetzt tatsächlich Equipment vom FEC 2, so ein random Kinox-Set plus 7. Mit 16% ATK, also es ist plus 7 und 8, aber zählt immer das niedrigste, also es ist effektiv plus 7. Ja, dann hier so Demol plus 19, Mightier plus 1, Intiret plus 1, Interdi plus 7. Einfach so random Zeug einfach gegeben, dass er halt Tower damit machen kann. Aber tatsächlich, deswegen hat er das Equipment auch gerade nicht getragen, tausche ich momentan meine Equipments und meinen Schmuck von meinen Elementoren hin und her. Täglich. Und deswegen, ja, ist das eigentlich relativ irrelevant. Also zum richtigen Equipment kommen wir dann quasi gleich noch auf dem letzten Elementor. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen und zu sehen. Und dann, ja, gehen wir einfach mal kurz die FEC 1 Charakter durch. Hier ein paar Pet-NPCs, nicht wundern. Gut, das ist mein alter AG-Stick, quasi von Borodeng, der Account gebunden ist, der auf dem Borodenger M. Ja, der hat einfach gar nichts, basically. Dann auch hier dürfte eigentlich nichts wirklich dabei sein. Ah doch, Account gebunden, Intelli plus 18 ist auch vom FEC, deswegen Account gebunden. Mit 40 Upgrade-Versuchen sogar, den hätte ich damals eigentlich verkaufen sollen. Keine Ahnung, warum ich es nicht gemacht habe. Jetzt habe ich hier einen Account gebundenen Intelli-Ring, den ich niemals wieder loswerden werde. Und zu der Frage, warum ich meinen FEC-Schmuck nicht eingeschmolzen habe und diesen Schmuck auch nicht einschmelze, ist einfach, wenn man diesen Schmuck einschmelzt, dann bekommt man zwar Fragmente, Cursed Jewelry Fragments, die man wieder weiterverwenden kann, weil Cursed Jewelry Fragments, soweit ich weiß, sind immer seelengebunden. Aber das Problem ist der Staub, den man daraus bekommt. Und eigentlich beim Schmuck zerschmelzen geht es ja eigentlich immer um Staub. Die Fragmente sind ja eigentlich Nebensache, weil sie viel weniger wert sind als der Staub. Und der Staub, den man aus einem accountgebundenen Ring bekommt, beim Dismanteln, beim Zerlegen von Schmuck, ist auch accountgebunden. Und wenn du mit accountgebundenen Schmuck herstellst, dann ist der neue Schmuck auch accountgebunden. Und das heißt, du bewegst dich dann in einem ewigen Kreislauf aus gebunden zu gebunden zu gebunden und du wirst nie wieder in deinem Leben ungebundene Items besitzen. Und ich hasse gebundene Items. Und deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, ich habe da hunderte Broils reingeballert, ist mir egal. Ich mache damit nichts mehr, weil ich will ungebundenen Schmuck haben. Ich habe keinen Bock, jedes Mal Common Bank kaufen zu müssen, nur weil ich meinen Schmuck hin und her tauschen will zwischen meinen Charaktern. Und ja, einer der großen Nachteile vom FEC, davon bin ich absolut kein Fan.
Dann hier ein Rene-Set plus 8 mit 28% HP. Das habe ich mir mal gemacht beim Gigen, weil mein ein paar Mal gestorben ist. Und ich hatte gehofft, mit dem Set würde er tatsächlich nicht sterben. War ein Irrtum. Also die Giants, die ihn meistens getötet haben, also pro Session nur 1-2 Mal höchstens, also 4-5 Stunden bei 50, 60 Giants 1-2 Mal gestorben oder so. Das war jetzt nicht viel, aber es hat mich trotzdem ein bisschen genervt. Und da habe ich ihm das Set gegeben und hatte halt gehofft, zum Beispiel Giant und Violet Meryl und so, dass es dann auch easy tanken könnte, vor allem mit Pref und so. Aber er ist selbst mit dem Set halt immer noch eigentlich genauso oft gestorben. Also das war eigentlich auch komplett wasted, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Was man dazu sagen muss, ist, das Set ist nicht plus 10, aber das würde jetzt auch keinen gewaltigen Unterschied mehr machen. Ich meine, es geht ja hauptsächlich um die PvE-Schadensreduktion und die Blockrate und so. Und ja, ich meine, das hat alles nichts geholfen. Also würden nochmal 2.000, 3.000 HP mehr auch nicht wirklich viel bringen. Also ja, keine Ahnung. Aber ist sicherlich nicht schlecht zu haben. Dann kommen wir wieder zurück zu FEC 1. Hier ist tatsächlich ein Fitzev-Set plus 10 mit 8% ATK. Hat sogar 4 Sockel, ich habe die anderen 8% reingeballert. Wieder fragt mir nicht warum, keine Ahnung. Account-gebundener AG-Bow mit Wasser plus 1 und Els plus 4. Absolut geisteskrank. Ja, kein Kommentar. Dann ist es jetzt so, wie gesagt, das sind ja eigentlich die Charakter, das sind die FEC 1 Charakter, das heißt, die sind eigentlich die, von denen wir das Equipment schon gesehen haben. Das war dieses ganze goldene Equipment. Das habe ich halt auf meine Borodeng-Chars irgendwann rüber getauscht. Und deswegen haben die jetzt aktuell alle so ein bisschen Larry-Equipment. Ich habe denen jetzt halt eigentlich größtenteils einfach die 150er-Sets gegeben, die ich alle beim Juni-Doppel-Upgrade-Event dieses Jahr geupgradet habe. Zumindest auf plus 8 und 4 Sockel wollte ich alles setzen, alle Klassen bringen. Und ja, damit laufen die momentan rum. Ist halt ganz geil tatsächlich im Towern so, weil dann werden sie nicht gewone-shottet, haben halt alle selbst ungebufft, relativ gute HP-Werte und halt die PvE-Schadensreduktion, was halt immer ganz cool ist, dass man halt dann nicht einfach so tot umfällt. Und ja, das gleiche beim Psykeeper, auch hier plus 8, 4 Sockel mit dem 150er-Set, alles andere komplett irrelevantes Schmutzequipment, absolut nichts Erwähnenswertes. Jester, genau das gleiche, und beim Jester, boah, da war ich so sauer, ich habe die Boots nicht gefunden. Also das muss man sich überlegen, das Update New Horizon, wo dieses Zeug released wurde, und das ist ja das unseltene Zeug, was einfach so bei jedem Monster basically ab Coral Island droppt. Also es droppt in jedem Dungeon, es droppt bei jedem Monster ab 100, na gut, nicht ganz ab Coral Island, das ist erst ab 144, glaube ich. Bei Normal Tiger, glaube ich, fängt das an mit 150er Set an. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall, es droppt gefühlt überall im Endgame, im High Level, dieses Zeug, und ist eigentlich absolut unselten. Aber ich habe einfach diese Drecksboots nicht bekommen. Ich selber habe sie nicht gedroppt, obwohl ich Millionen von Monstern getötet habe, gefühlt seit dem Update. Und ich habe sie immer noch nicht gedroppt, by the way. Also es ist über ein Jahr her. Und ja, konnte sie deswegen nicht plus 8 machen. Das heißt, hier ist ein unfertiges Set. Hier habe ich zwar nur, also 3 Teile, trotzdem ein bisschen PvE-Schadensreduktion, aber halt viel weniger, als ich hätte, wenn ich es halt komplett hätte. Genau. Dann Blade, der hat auch so ein bisschen Equipment, accountgebundenes Form-Set ohne Sockel. Sag ich mal, wegen Clockbox habe ich ihm das mal gegeben. Bloody X plus 7, Bloody Sword plus 7 von Borodeng, die habe ich tatsächlich beide selber gedroppt und dann einfach auch benutzt für Clockbox. Vorher hatte der halt AG-Waffen gleich benutzt für Clockbox, das war ein bisschen traurig. Und dann kommen wir zu endlich mal wieder einem Charakter, der auch ein bisschen Equipment besitzt. Einerseits sehngebundenes Speed-Set vom Second Anniversary Set und dann hier tatsächlich ganz solides Equipment. Einerseits FEC 1 Equipment und andererseits Borodeng 150er Equipment. Wir haben hier ein Naturschild plus 8 mit 15% Block und 20 SDA. Ein Bloody Obsidian Sword mit sehr guten Stats, 2 SDR, 3 SDA mit 20 SDA Sockel. Dann ein accountgebundenes Damn plus 14, Speedo plus 3. Gut, das ist bei Trash und noch ein accountgebundenes Damn plus 14. Dann Bilaire Set plus 10 mit ein paar Dex-Stats. Insgesamt 10 Dex gibt das Ganze. Und das plus 10 mit 28% HP. Und genau, das ist das Tank-Equipment quasi. Und dann habe ich noch ein Damage-Equipment hier. Tatsächlich perfekt geupgradet, habe ihn aber nie wirklich benutzt, war auch ultra wasted. Aber gut, andererseits wären die Sachen gelöscht worden, also von dem her... Oder ich hätte sie verkaufen können, theoretisch. Was macht die Shop-Schnecke da? Die kommt nicht über die Bank gesprungen. Mobile Player bestimmt. FEC Golden Slayer mit 30 Crit Damage, das bedeutet, das sind 10 Vorn A-Karten drinnen. Kein Element, braucht man es halt ja auch nicht, also Element plus 1 reicht. Und Account gebunden, wie gesagt. Dann auch hier wieder dieser Account gebundene Schmuck. Warbringers plus 14, plus 13. Necklace plus 7, plus 15 und plus 14.
Auch hier das gleiche, könnte ich theoretisch zerschmelzen. Ich kriege, glaube ich, sogar einen Bonus. Auf FEC 1 Sachen, wenn man die zerschmilzt, kriegt man sogar mehr Sachen als auf normale Sachen. Das sollte das etwas ausgleichen, dass man hier alles dann für immer sehengebunden oder accountgebunden, Entschuldigung, hat. Aber das war es mir trotzdem nicht wert, weil das sehe ich persönlich nicht ein. Und genau. Dann noch das Set. Ist einfach ein FEC Golden Cryro Set plus 10 mit tatsächlich aber nur 16% ATK. Also zumindest hier habe ich mal keinen massiven Fehler gemacht und keine 28% reingeballert. Weil, wie gesagt, ich habe das Set eigentlich auch immer nur für Clockbox benutzt. Für sonst nichts anderes. Und ja, das waren meine FEC 1 Charakter. Und jetzt fehlen quasi noch unsere FEC 2 Charakter. So, und zu guter Letzt die FEC 2 Charakter. Das sind eigentlich die unspektakulärsten mit dem mit Abstand schlechtesten Equips. Das vom Elementor haben wir ja gerade schon gesehen. Gerade trägt er natürlich mein Burodeng-Zeug. Also sein Stuff ist das Einzige, was halbwegs präsentabel ist. Plus 9, 10 Sockel, 2 Int, auch 15 Poison Cloud lustigerweise. Aber nur 4,8 Fähigkeitsschaden und 6 Int. Also deutlich schlechtere Karten. Reicht aber, sag ich mal, ist ein solider Stuff. Also damit kann man auf jeden Fall spielen. Genau. Und dann hat er eben mein Lip-In-Set plus 10 von Burodeng, 28% ATK, überall mit Int plus 3. Das ist halt meine Tank-PvE-Variante, wo ich halt ein bisschen mehr aushalte, wenn ich halt mal irgendwo hingehe, wo man dem Monster nicht so gut ausweichen kann, wo Hit and Run nicht so gut funktioniert, nehme ich das gerne. Zweimal Adept Ring plus 5, zweimal Adept Demol plus 2 und Adept Gore Necklace. Und das war's eigentlich. Also, wie gesagt, gehört eigentlich nicht jedem das Equipment. Aber da ich die Chars sowieso alle jeden Tag einlogge und das Equipment hin und her tausche, ist das eigentlich relativ Wurst, wer jetzt genau was trägt. Genau. Und ja, zu den anderen Charaktern kann ich nur sagen, absolut Trash. Also die haben wirklich absolut gar nichts an Equipment. Der M, einfach nur ein AG-Stick, komplett ohne alles, einfach nur AG-Stick plus 2. Random Schmuck, Intirett, also lauter sehengebundenes Zeug, was man alles gratis bekommt im Endeffekt. Zweiteiliges Navi Kainos, für mehr Int war das quasi, gibt 30 Int. Gut, sehengebundenes 10% CS, das ist tatsächlich ganz nice vom Halloween-Event jetzt erst. Und dann hier das gleiche, achso, nee, hier tatsächlich nicht, das ist mein Burodeng Fitzif-Set, mein altes Ranger-Set. Sorry. Das ist tatsächlich noch ganz okay. Ein weiteres von meinen Sets von Burodeng, das plus 8 und 28% ist. Ähnlich wie beim Psykeeper, so ein bisschen so, warum habe ich das getan? I don't know. Rückblickend mal wieder keine sehr gute Entscheidung gewesen. Aber ja, das ist das 1v1-Set von meinem Ranger. Da ich mit dem aber tatsächlich fast immer nur das 150er PvE-Set trage, habe ich das halt rüber getauscht für Tower Dailies. Aber ja, ist halt eigentlich Burodeng-Set, also nicht vom FEC. Countgebundener AG-Ball plus 3. Genau. Der BP hat einfach gar nichts. Das muss man literally nicht erwähnen. 10% Speedset vom Second Anniversary Event. Das war's. Hier das gleiche, vierteiliges Ropang-Set mit 8% ADK. Ansonsten komplett gar nichts. Einfach ein 15er Wand. Absolut nicht erwähnenswert. Jester genau das gleiche. Nicht mal ein vollständiges Set. Ein cleanes Agio. Absolut nichts. Nicht mal ein Speedset. Der Blade auch kein Speedset. Trägt aber tatsächlich, ja gut, okay, der hat wieder den Vorteil, er trägt aktuell mein Burodeng Blade Equipment. Stimmt, das habe ich noch ganz vergessen. Formen plus 10 mit 28% ATK. Überall STR plus 2 und Wasser plus 10 auf der Suit. Ist aber wie gesagt auch wieder von Burodeng, genau wie die bei den Bloody Äxte plus 10. Sind auch beide von Burodeng. Mit jeweils 2 und 3 Sockeln. Jeweils 6 Crit Damage, obwohl sie unterschiedliche Sockel haben. Das liegt daran, dass unterschiedliche Karten verwendet wurden. Ja, aber auch nichts Interessantes mehr heutzutage. Und wie gesagt, halt auch nicht vom zweiten FEC von Burodeng. Und hier 8% Speedset auf dem Knight und auch sonst absolut nicht erwähnenswert. Genau. Aber jetzt habt ihr meine Chars mal so gesehen. Ich habe noch ein paar andere Charakter, so Lager-Chars und solche Geschichten, die sind aber nicht weiter erwähnenswert. Das sind die Charakter, mit denen ich tatsächlich spiele, die ich heute euch gezeigt habe. Alles andere, was ihr jemals sehen werdet, ist definitiv nicht ich. Also ich spiele auch wirklich nur mit diesen Charaktern. Ich habe keine irgendwie geheimen Charakter oder so. Ich spiele nur diese Charakter. Ich habe keine anderen. Und genau. Ja, insgesamt habe ich damit, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt wieder durchzählen tatsächlich, aber 7 Chars auf 148, dann 1 Char auf 152, 3 Chars auf 160, 1 Char auf 158,
Und 11 Chars müssen es dann sein auf 159. Also ich habe extrem viele High-Level-Charakter. Die niedrigsten sind eigentlich 148. Und fast alle anderen sind basically kurz vor 160. Genau. Das ist so das, mit was wir arbeiten aktuell. Und ja, wie gesagt, mal so ein kurzes Update. Equipment-technisch leider keine so großen Updates. Aber vielleicht kommen die noch, wenn jetzt bald die Preise sinken. Wer weiß. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auf dem Twitch-Stream vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung für tägliche Fly Livestreams. Und ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.